has these random few interactions with Gentiles. Aber schon in seinem Leben hat er manche Begegnungen hier und da mit Heiden. And of course, he shows them love and grace and mercy and healing, but he tells them, I'm really focused on the Jews. Wo er auch ihnen Liebe zeigte und Heilung und Gnade, aber wo er ihnen auch klar sagte, ich bin gekommen, um die Juden zu erreichen. So God still loves the Jews. Und eines ist klar, Gott liebt die Juden weiterhin. God has not rejected them. Er hat sie nicht verstoßen. But on the other side, you can't say they can find salvation through their traditions and their law. Aber andererseits kann man nicht sagen, dass sie Errettung durch ihre Tradition und durch ihr Gesetz finden können. Paul said for this time, the gospel is a stumbling block for the Jews. Paulus sagt, das Evangelium ist wie ein Stolperstein für die Juden. But he truly believed and hoped that at some point they would then receive the gospel. Aber er glaubt und er hofft, dass die Juden zu einem bestimmten Zeitpunkt das Evangelium annehmen werden. But in that we get in this dangerous kind of territory that's known as Zionism. Aber damit kommen wir zu einem gefährlichen Glaubensgebiet, dem Zionismus. There's a lot to that, but basically there's a theological base in some churches that say all the Jews will be saved too, and they love Jewish customs, and they love the Jewish law, and blah 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 blah. Es gibt da viele Aspekte natürlich in diesem Zionismus, aber viele Gemeinden sagen, alle Juden werden gerettet und sie lieben die jüdischen Traditionen und das Gesetz. The dangerous territories they walk into is they're getting to the point where they're saying Jews can still be saved by the law. Und das Problem ist, dass sie dann zu einem Punkt kommen, wo sie sagen, die Juden können weiterhin gerettet werden durch ihr Gesetz. And they'll use Romans and they'll use a lot of this stuff to be so pro-Jewish and so pro-law, but to do that they have to take stuff out of the greater context of Romans. Und dann benutzen sie Teile vom Römerbrief, um das zu belegen. Aber um das zu tun, müssen sie einen Großteil des Römerbriefs beiseite legen. Because if they can be saved by the law, then the works of Christ are invalid. Denn wenn sie durch das Gesetz gerettet werden können, dann wäre das Wirken von Christus ungültig. To say they can be saved by the law says that Christ's sacrifice and Christ being the only way, the truth, and the light is false. Das würde bedeuten, dass Christus Opfer umsonst war, dass die Aussage von Jesus, dass er der einzige Weg, die einzige Wahrheit, das einzige Leben ist, falsch ist. So God loves the Jews. Also Gott liebt die Juden We should love the Jews. und wir sollten die Juden lieben. We should love everyone. Wir sollten alle Menschen lieben. But for them to be saved, they have to have faith in Jesus Christ. Aber um gerettet zu werden, müssen sie Glauben an Jesus Christus haben. And so we can't blame the Jews for being, legalistic and all this stuff and condemn them to death, because obviously, as we argued, we all deserve death. Wir können nicht auf die Juden herabschauen und sagen, sie sind gesetzlich und verdienen den Tod oder so, weil wie wir gesehen haben, wir verdienen alle den Tod. And that's when Paul gets this whole analogy of the Jews been cut off and Gentiles grafted in, but how much more would the natural branches bring glory? Und das möchte Paulus auch mit diesem Bild zeigen des Ölbaumes, wo er sagt, wir sind jetzt wie fremde Äste, die da hineingepfropft wurden und wir haben Gnade erlangt. Aber wie viel mehr würden jetzt diese ursprünglichen Äste an Gnade erlangen, wenn sie wieder in diesen Ölbaum eingepfropft werden? Okay, so that's a simple, of course it gets more complicated with modern day Israel and to be the third temple and yada yada yada. The theology actually developed into very real geopolitical international problems. Ich glaube, das ist die Grundantwort. Natürlich, das Ganze wird noch viel weiter gesponnen mit dem heutigen Nationalstaat Israel und dem dritten Tempel und das wird alles eine geopolitische Frage. But I think that's a whole other discussion. Ich glaube, es ist Stoff für eine ganz weitere Diskussion. And so my last little application point, actually, before I get to that, any questions about that bit? Habt ihr Fragen zu diesem? I know at one point you were a little... Yeah, I have, but maybe I can ask tomorrow or Okay, that's what they're
hungry. It's not about me, it's of course about the kitchen. And you're posting. Yeah. That's so She nice. might go for seconds soon. And Okay. But yeah, I think the end application of Romans is we are no better than anybody. And so we need to stop judging and start loving. Die endgültige Anwendung vom Römerbrief: Wir sind von uns heraus nicht besser als irgendein anderer Mensch. Und wir sollten aufhören, andere zu richten und stattdessen anfangen, sie zu lieben. The picture on the left is from a news article I saw somewhere a few years ago. Das Bild auf der linken Seite ist von einem Artikel, den ich in der Nachrichten gesehen habe. And it's a group of Christians started going to gay pride parades Eine Gruppe von Christen hat angefangen, zu homosexuellen Paraden zu gehen. and just basically saying, as a church, we are sorry for judging you and condemning you. We're sorry. Wo sie gesagt haben, es tut uns so leid als Gemeinde, dass wir euch so oft abgelehnt haben und verdammt haben. I don't think it necessarily means they agree with homosexuality. It's they stopped hating and they just started loving people. Das bedeutet nicht, dass sie übereinstimmen mit dem, was die Menschen tun, aber es bedeutet, dass sie aufgehört haben zu hassen und angefangen haben zu lieben. So in a day and age where we're postmodern and truth is all relative, we need to hold on to truth. In diesem Zeitalter, wo so vieles relativ gesehen wird, jeder hat seine eigene Meinung, es gibt keine absolute Wahrheit mehr, müssen wir schon manche Dinge ganz klar festhalten. Of what God desires. Das, was Gott wünscht. Romans clearly established that we know truth in our hearts. Und im Römerbrief wird auch klar gesagt, wir kennen die Wahrheit in unserem Herzen. But Jesus just loved. Aber dennoch hat Jesus die Menschen einfach geliebt. Okay? So, that's mess because we're all condemned. We've all fallen short of the glory of God. Weil wir alle unter der Verdammnis sind, weil wir alle Gottes Standard nicht erreichen können. And so that was a very brief, chopped down version